Weihnachten soll gemütlich sein, warm, leuchtend, voller Magie. Und doch fühlen sich viele Menschen jedes Jahr so, als würden sie durch ein emotionales Labyrinth rennen. Zu viele Termine, zu viele Erwartungen, zu viele Entscheidungen, zu viel. Das muss man an Weihnachten doch so machen. Und die Frage, die kaum jemand sich traut, laut zu stellen: Warum fühlt sich die schönste Zeit des Jahres manchmal wie ein Jahresendendgegner an und nicht wie ein Fest? Wenn es dir ähnlich geht, du bist nicht empfindlich, du bist nicht undankbar, du bist menschlich. Denn Weihnachten scheitert nicht an der Realität, sondern an Vorstellungen, an die die Realität nie herankommen kann. Und genau darum schauen wir uns heute an. Warum dein Kopf an Weihnachten im Dauerlauf ist, warum so viel Stress unsichtbar bleibt, warum man sich manchmal gleichzeitig freut und überfordert ist und welche einfachen Schritte dir helfen können, Weihnachten wieder zu fühlen, statt nur zu funktionieren. Setz dich innerlich kurz hin. Die nächsten Minuten werden wie ein warmes Licht sein. Einfach ein bisschen leichter. Warum Weihnachten nicht mehr einfach ist. Es gibt kaum eine Zeit, die so viele widersprüchliche Gefühle auslöst wie Weihnachten. Auf der einen Seite Vorfreude, auf der anderen Seite Druck, Müdigkeit, Schuldgefühle. Und das Verrückte? Fast niemand spricht darüber. Weil Weihnachten schön sein soll, weil man dankbar sein müsste, weil man sich nicht so anstellen soll. Dabei hat sich Weihnachten verändert. Aus ein paar stillen Tagen ist ein komplexes Arrangement aus Erwartungen, Terminen und Vergleichen geworden. Fast wie ein emotionales Projekt, das man neben dem Alltag noch irgendwie managen muss. Und es gibt heute einfach viel zu viele Entscheidungsmöglichkeiten. Welcher Baum, welche Farbe, welche Deko, welches Geschenk, welches Menü, welcher Ablauf, was posten wir, was ziehen wir an? Früher gab es 2 Optionen, heute gibt es 200. Und diese Überfülle klingt nach Freiheit, fühlt sich aber wie Druck an. Denn jede kleine Entscheidung kostet Energie. Und an Weihnachten treffen wir mehr davon als in manchen ganzen Monaten. Und je mehr wir versuchen, all dem gerecht zu werden, desto weniger Raum bleibt für das, was Weihnachten früher einmal war. Einfach. Viele Menschen gehen an Weihnachten nicht unter Lichterketten spazieren, sie gehen unter Erwartungen unter. Wenn eine Person Weihnachten trägt, in vielen Familien gibt es eine Person, die alles im Griff hat. Essen, Baum, Geschenke, Termine, Deko, Stimmung, Koordination. Und bitte alles mit Herz und Harmonie. Und häufig ist es eine Frau. Nicht, weil sie muss, sondern weil Rollenbilder über Jahrzehnte beigebracht haben. Du sorgst für Harmonie. Du hältst alles zusammen. Du bist dafür verantwortlich, dass es schön wird. Das führt meistens zu 2 Dingen. Erstens, zu einem starken Kontrollbedürfnis, weil man irgendwann gelernt hat, wenn ich es nicht mache, läuft es schief. Und zweitens, zu dieser unsichtbaren Arbeit, die keiner sieht, aber alle spüren. 80% des Weihnachtsstresses passiert im Kopf. Dieses ständige Abfragen, wer bringt was mit? Habe ich an alle gedacht? Passt das Geschenk? Reicht das Essen? Wird die Stimmung gut? Es ist wie ein inneres Projektmanagement, das nie Feierabend hat. Diese unsichtbare Denkarbeit sieht niemand, aber sie macht müde, noch bevor Weihnachten überhaupt beginnt. Und dann kommt die Dankbarkeitsfalle. Ich muss das alles machen. Ich will niemanden enttäuschen. Das Ergebnis? Man läuft auf Reserve. Alle sehen das strahlende Fest. Aber niemand merkt, dass man innerlich längst im Energiesparmodus angekommen ist. Reizüberflutung. Weihnachten als Nervensystemmarathon. Weihnachten ist ein Angriff auf alle Sinne. Blinkende Lichter, Lautstärke, Gerüche, Menschenmengen, Musik, Aufgaben, Erwartungen, Entscheidungen. Es ist nicht nur ein Fest, es ist ein Dauerkonzert für das Nervensystem. Viele sind an Weihnachten nicht nur überfordert, sie werden zusätzlich auch noch von Reizen überrollt. Introvertierte merken es besonders stark. Soziale Verpflichtungen, Gespräche, Essen, Fahrerei und nirgendwo ein Ort für einen stillen Moment. Selbst wenn man eine Pause hätte, flüstert der Kopf: Du solltest aufräumen. Du solltest dankbar sein. Du solltest noch dies und das erledigen. Ruhe fühlt sich plötzlich verboten an. Diese widersprüchlichen Gefühle: Ich liebe euch und ich brauche Pause. Es gibt kaum ein Fest, bei dem Liebe und Stress so nah beieinander liegen. Man liebt seine Familie und sie stresst einen trotzdem. Man möchte Harmonie
und gleichzeitig ein bisschen Stille. Man freut sich und ist gleichzeitig erschöpft. Es ist völlig normal, beides zu fühlen, und es hat nichts mit Undankbarkeit zu tun. Es ist ein Zeichen von Menschlichkeit. Hinzu kommt, Social Media zeigt perfekte Wohnzimmer und macht uns das eigene Chaos madig. Während wir kämpfen, Kekse zu retten, zeigt Instagram lächelnde Familien, makellose Tische, Kinder, die nie streiten und Bäume, die aussehen wie aus dem Katalog. Kein Wunder, dass wir denken, bei mir ist es irgendwie nicht so. Und dann kommt die paradoxe Emotion. Je mehr wir versuchen, glücklich zu sein, desto deutlicher spüren wir, dass wir es gerade nicht sind. Weihnachten wird zu einem emotionalen Prüfstand. Und falls deine Augen an Weihnachten nicht funkeln, du machst nichts falsch. Du bist einfach nur Mensch. Die stille Sehnsucht nach früher. Viele fühlen, früher war Weihnachten leichter. Und das stimmt, nicht aus Nostalgie, sondern aus Struktur. Früher, ein Dorf, eine Familie, ein Wohnzimmer und ein paar wenige Entscheidungen. Heute dagegen 5 rundfahrende Besuchstermine, Patchwork, Ansprüche, Erwartungen, Deko in 12 Stilrichtungen, Geschenke in 100 Varianten, Essen in 15 Konzepten. Zu viele Optionen machen nicht freier, sie machen erschöpft. Früher war weniger möglich. Und genau deshalb war es manchmal mehr. Und irgendwann fragt man sich, war das Weihnachten? Oder einfach nur Logistik mit Lichterkette? Diese Sehnsucht nach Einfachheit ist normal. Denn das Herz lässt sich nicht von Glanz beruhigen, aber es reagiert sofort, wenn etwas zu viel wird. Und manchmal entsteht das schönste Weihnachtsgefühl aus etwas ganz Kleinem, einem Duft, einem Lied oder einem Film, den man jedes Jahr aufs Neue schaut. Viele Menschen haben so ein kleines Ritual. Bei manchen ist es 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Dieser eine Film, der ein kleines Fenster öffnet zu dem Gefühl vergangener Weihnachten. Nicht kitschig, sondern tröstlich, weil er zeigt, wie wenig es oft braucht, damit das Herz einmal warm wird. Der emotionale Triggerpunkt: Familie. Weihnachten führt Familien zusammen, aber es führt eben auch alte Muster zusammen. Man fällt in Rollen zurück, die man längst abgelegt hat. Und plötzlich ist man wieder Tochter, Sohn, Enkel, nicht die Person, die man heute eigentlich ist. Und dann kommen diese Fragen, die man nie wieder hören wollte. Wann gibt's denn Enkel? Wie läuft denn dein Job? Na, bist du immer noch Single? Hast du schon wieder abgenommen? Zugenommen? Was ist denn los? All das in einer Atmosphäre, die angeblich harmonisch sein soll. Kein Wunder, dass das Nervensystem Alarm schlägt. Nicht, weil es Drama sucht, sondern weil es versucht, dich zu schützen. Die emotionale Wahrheit. Weihnachten ist nicht stressig, weil es Weihnachten ist. Weihnachten ist stressig, weil es alles berührt, was wir im Alltag so gut verstecken können. Den Wunsch, es allen recht zu machen. Das schlechte Gewissen, Nein zu sagen. Die Angst, jemanden zu enttäuschen. Den Perfektionismus. Die Überforderung. Die Einsamkeit. Die Trauer um Menschen, die nicht mehr da sind. Die Sehnsucht nach früher. Und den Druck, glücklich zu sein. Diese Dinge sind größer als jeder Adventskranz. Und sie sind normal. Nicht du bist das Problem, es ist dein Herz, das all die Lasten zu lange allein getragen hat. Und genau deshalb lohnt es sich, Weihnachten ein bisschen leichter zu denken. Nicht größer, nicht perfekter, sondern menschlicher. Die Stresskiller, kurz, klar, machbar. Erstens, Erwartungen runterfahren. Nicht perfekt, menschlich. Alles darf, nichts muss. Zweitens, Lasten teilen. Essen, Baum, Geschenke, Deko. Nicht eine Person, alle zusammen. Drittens, weniger entscheiden. Weniger Auswahl, weniger Druck. Begrenze bewusst Optionen. Eine Dekolinie, 2 Menüideen, kleine feste Geschenkliste. Viertens, die 30-Minuten-Regel. Alles, was länger dauert. Delegieren, vereinfachen, verschieben. Weihnachten ist kein Projekt. Fünftens, Reizpausen einbauen. Kurz raus, kurz atmen, kurz allein sein. Das Nervensystem braucht Erholung, nicht nur Stimmung. Sechstens, die 3P-Regel. Planen, priorisieren. Pausen. Weniger tun, bewusster fühlen. Siebtens, Weihnachten vereinfachen. Weniger Termine, weniger Erwartungen, weniger. Das machen wir jedes Jahr. Mehr Raum für das, was gut tut. Achtens,
kleine Rituale statt großer Magie. Ein Duft, eine Kerze, ein Lied, ein vertrauter Moment. Oft reicht ein winziges Ritual wie ein Lieblingsfilm, um ein warmes Gefühl zu wecken. Nicht perfekt, aber echt. Der leise Aha-Moment. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis. Weihnachten muss nicht so aussehen wie früher. Und es muss nicht so aussehen wie bei anderen. Es muss nur eines, dir gut tun. Und manchmal bedeutet das weniger Termine, mehr Pausen, weniger Perfektion, mehr Wahrheit. Manchmal bedeutet es, Dinge wegzulassen, statt immer noch etwas dazuzupacken. Und manchmal bedeutet es, sich selbst die Erlaubnis zu geben, Weihnachten so zu feiern, wie das eigene Herz es braucht. Fazit: Wenn du dieses Jahr spürst, dass die Weihnachtszeit dich eher erschöpft als erfüllt, dann liegt das nicht daran, dass mit dir etwas falsch ist. Es liegt daran, dass dein Nervensystem ehrlich ist und dass du Bedürfnisse hast, die lange überhört wurden. Mach dir die Feiertage nicht schwerer, als sie sind. Schraub die Erwartungen runter. Schütze deine Zeit. Setze Grenzen. Teil die Last. Nimm dir Pausen. Mach es dir leicht. Und erlaube dir, Weihnachten wieder zu fühlen, nicht zu funktionieren. Denn vielleicht steckt die echte Weihnachtsstimmung nicht im perfekten Fest, sondern in dem Moment, in dem du endlich wieder durchatmest. Wenn du dich in ein paar Dingen wiedererkannt hast, freue ich mich über einen Daumen nach oben und, wenn du magst, auch über ein Abo. So verpasst du keinen Impuls mehr, der dir den Alltag ein bisschen leichter macht. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Video.